wir haben jetzt echt einen Diamant bekommen. Einen richtigen Diamanten. Ein wertvoller Gegenstand. Ich guck mal, was wir dafür kriegen würden. Bei Luvaden können wir ja Edelsteine kaufen und verkaufen. Boah. Also ich muss richtig zu sein, weil Geralt gar nicht mehr vorwärts kommt. Hauptsache wir schaffen es noch draußen bis zum Feuer. Um uns ein bisschen auszunüchtern. Ich will mal wissen, was dieser Diamant wert ist. Komm mal her. Any news? So, was würdest du mir denn geben? 60 nur. Ich frage mich, was das Bier wert gewesen wäre, was wir da versoffen haben. Wahrscheinlich schon ein bisschen weniger. Komm mal her, Wessner. What can I get you? Ah, ich sehe gleich 2 von dir. Na okay, da kriegt man vielleicht 1 oder 2 Münzen für. Also wir haben schon 50 Orens Gewinn gemacht, wenn wir den verkaufen. Und finden hoffentlich hier heute noch den Weg raus. Aber am helllichten Tage blau. Was soll nur meine nicht bekannte Mutter von mir denken? Oh, ich glaube, jetzt hat er sich ein bisschen schneller bewegt wieder. Vielleicht lässt der Alkohol schon ein bisschen nach. Zumindest so weit, dass ich schneller laufen kann. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Leider müssen wir jetzt hier einen Feuerstein verschwenden, aber immerhin besser als 5 Orens zu bezahlen. Ausnüchtern. Hat sich selten so gut angefühlt. So, ist ja schon wieder so spät. Nochmal 3 Stunden sollte ausreichen. Geralt ist ja Mutant, der nüchtert ein bisschen schneller aus. Ja, sieht gut aus. Hui, was für ein Trinkgelage. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück in die Stadt, was wieder ein ganz langer Weg ist. Und ich werde einfach mal mental mit den Fingern schnippen und zack. Obwohl mir gerade was eingefallen ist. Ich bin ja hier gerade bei Abigail in der Nähe. Und wir müssen ja sowieso im Sinne des Hauptquests mit ihr reden. Und wenn ich schon mal hier bin, können wir das doch noch einschieben. Vielleicht kann sie uns dann mehr über die Bestie erzählen. Und über die Anschuldigungen gegen sie. What do you want? I need to know where the beast came from. Why ask me? Aren't witches wise in the ways of magic? Yes, but this beast is beyond me. Although I know someone else. Who would that be? The boy Alvin. He's a strong source and a diviner. What he knows we could not hope to imagine. However, if I were to give him a certain potion... Won't it hurt him? No need to fret, he'll be fine. Bring me the petals of 5 white myrtle and your questions will be answered. Myrtle grows outside the village. If you lack knowledge of herbs, I have this book. It's yours, for a price. Also von weißen Myrteblüten habe ich mehr als genug, glaub mir. What do you want? Und außerdem... The Reverend believes you summoned the beast. And what do you believe? Nothing yet. What's your side of the story? I had nothing to do with it. Auch nicht sehr aussagekräftig. Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. I'm going to be a witcher too. Naja, What do you want? hier hast du die Blüten. I gathered the myrtle petals. Excellent. Now to prepare the potion. How is it made? Interested in witches' secrets, are you? The recipe is yours if you swear to take it to your grave. I swear. Draw close and listen. Blend 2 ounces of cadaverin with the myrtle petals. Speak your name backwards, turn about 3 times leftwards, spit into the fire and stir the potion again. Complicated. I knew witches' magic would be beyond the mind of a man. Grant me a moment to finish the potion. See you later. A moment. Ich
dachte, er verarscht uns, wo sie uns beschreibt, wie sie den Trank braut. Lalalala. Okay. Du bist doch bestimmt schon fertig, ne? Damit wir endlich dieses kleine Kind hier mit Drogen vollpumpen können. What do you want? Is the potion ready? Yes. Alvin, drink this. Tastes bitter. No complaining. Now, speak. Abigail, I'm afraid. Why'd they skin the puppy? Why'd they hurt him? He was gentle. He hurt no one. And the girl from outside the village, she screamed horribly, unlike any human. Bad children torturing the witch's puppy again. Innocent blood. Evil faces twisted by drink and desire. Plow her well. Show her you're a man. Blood-stained gold. The beast is born! Death. The final judgment. The beast has met its end once. It doesn't fear death. It is death. How will you defeat human villainy? With your sword? You who died and still walk amongst the living. Who has summoned me? Enough. This could end badly. Abigail, break the trance. As you wish. By the power of the 7 spheres, leave this body. I compel you. Begone! I'm sleepy. Alvin, go to bed. Geralt, another witcher, Berengar, preceded you. He left these missives. Thanks. Farewell. Aufzeichnung über die Bestie. Erste Nacht. 95 Kilogramm Muskeln, an die 1,5 Meter groß. Fangzähne wie der Daumen eines Mannes. Man hält sich besser von ihr fern. Zweite Nacht. Ruft mit ihrem Heulen Bargäste herbei. Dämonische Herkunft so gut wie sicher. Dritte Nacht. Höchst resistent gegen Eisen und Zeichen. Hat 3 Irden, die auf sie gewirkt wurden, nicht einmal bemerkt. Vierte Nacht. Alle Eigenschaften von Alzurs Dämon bestätigt. Die Bestie stellt eine Frage. Wer die richtige Antwort nennt, hat eine Chance, sie zu töten. Schauen wir mal in unser Monsterbüchlein. Da ist sie jetzt nämlich drin. Der Höllenhund. Kann überall dort auftauchen, wo ehrlose Menschen leben. Immun gegen die meisten Effekte. Da es sich um eine körperliche Kreatur handelt, sind Niederschlag oder Lähmungsversuche möglich, aber selten erfolgreich. Empfindlich gegen Stahl. Der schnelle Kampfstil ist am wirksamsten gegen Höllenhunde. Ein Höllenhund, der Bargäste herbeirufen kann, fängt seine Gegner an einem Feuerkreis und verstümmelt sie. Der Höllenhund, auch Bestie genannt, ist eine Kreatur der Unterwelt, ein Geist, der die Gestalt eines schrecklichen Hundes annimmt und der sein Opfer, hat er einmal seine Witterung aufgenommen, unerbittlich jagt. Bauern sehen im Höllenhund die Verkörperung der Strafe der Götter für die Verruchtheit der Menschen. Bei dir noch was? What do you want? Can I ask you something? If you must. Ah, genau. Es war ja von Alzurs Dämon in den Notizen die Rede. Heard of Alzur's demon? Alzur was a mage, a theoretician and practitioner. He traveled broadly, working all the while on a theory of magic. He once encountered a beast immune to all spells. The beast had a lion's body and a man's head. Interesting. When Alzur approached, the beast asked, "What animal walks on 4 legs in the morning, on 2 at noon, and on 3 in the evening?" Know the answer, Witcher? Ja, das alte Rätsel kennt doch jeder. I do. A powerful mage, Alzur was good at riddles. When he answered correctly, the creature attacked. Alzur was able to defeat it and later learned that in solving its riddle, he had drained it of power. How is this relevant to our green mutts? The beast spoke through Alvin, asking, "Who summoned me?" The villagers summoned the beast through their vile deeds. You must find the guilty. I see. So, how would you have answered Alzur's demon? Na, ein Mensch natürlich. A man. Indeed. I hope you fared just as well with this beast. So, ich kann auch dir 1, 2 Schädel verkaufen. Du hast ja noch nicht genug davon.
Und ansonsten... Hier kannst du noch ein bisschen Schöllkraut haben. Und dann sind wir soweit erstmal fertig. Alles klar. Wir wissen also, dass diese Bestie wirklich durch die Untaten der Menschen hier entstanden ist. Aber das wussten wir, glaube ich, auch so schon, dass immer dort, wo Schreckliches geschieht, wo Menschen Verbrechen begehen und ein schlechtes Gewissen haben, diese Viecher erscheinen. Ist die Frage, wer ist schuld daran, dass dieses Vieh hier erschienen ist? Er hat die bösen Taten vollbracht. Alle sagen, es ist Abigail, die Hexe. Und sie sagt, wir sollen den Schuldigen finden. Na, das wird noch interessant. Ich schau mal kurz, ob wir noch irgendwelche Einträge bekommen haben. Durch die Aufzeichnung von Berengar. Sieht erstmal nicht so aus. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, dass man bei dem Vieh eine Frage beantworten muss, aber es ist auch schon eine Weile her, wo ich das erste Kapitel von Witcher 1 gespielt habe. Bestimmt schon ein Jahr her oder so. Da muss man sich erstmal wieder dran erinnern. Gehe ich gerade auch richtig? Ich müsste... Aber sag nicht, ich gehe schon wieder falsch. Doch, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Das wird mir noch so oft passieren hier an der Stelle. Obwohl das erste Kapitel sich auch langsam, aber stetig dem Ende zuneigt. Also Sidequests haben wir jetzt so gut wie alle erledigt, außerdem für Lovaden. Seinen Freund zu beerdigen und so weiter. Der ist jetzt noch offen. Aber ansonsten kommt jetzt noch der Hauptquest. Und dann bald das große Finale des ersten Chapters, was ziemlich cool ist. Und jetzt brauchte ich gar nicht viel rumschneiden, weil ich was zu erzählen hatte. Wir sind auch schon da. Und fragen mal den netten Herrn Pfarrer, ob wir nicht mal eben seine Krypta gebrauchen können. Wir hätten eine Leiche, die wir da gerne reinpacken würden. Da steht er ja schon. Speak quickly. I'd like to bury a man in the crypt beneath the church. You ignited the eternal fire. I'm grateful. So it's a deal? Inside the crypt lies a crumbling sarcophagus. Crumbling? Rather dig a ditch? I'll take the sarcophagus. Wunderbar, das dürfen wir schon mal. Und wir haben noch was. I know where the beast comes from. Was it summoned by the witch? The beast appeared because of human wickedness. To slay it, I'll need to identify the guilty. There may be wisdom in your words. When sheep run astray, the good shepherd must bring them back onto the righteous path. Otherwise they fall prey to wolves. I'll learn all I can to defeat the beast. I must gather all the villagers. Here's your prize, Witcher. 200 orens. Ich hoffe, der macht jetzt aber keinen Scheiß. Wir müssen immer noch den einen... Was macht ein Alvin hier? The Reverend looks after me now. How did you get here? The Reverend plucked me from a witch's claws. Claws? That's what he says. Do you like living here? It's my chance to become a decent man. I'll keep my fingers crossed, kid. Man merkt, wie Alvin hin und her geschoben wird. Wir müssen immer noch zu Harren Brock, der hinten lebt, und für den was tun. Also, kommen gar nicht auf die Idee, Geistlicher, hier mal eben das Finale des Kapitels abzufahren. Ja, wir sind hier noch nicht fertig. Erstmal beerdigen wir jetzt den einen Typen. Ich habe so die böse Vermutung. Ich guck mal eben. Höchste Zeit, dass ich mich der Salamandra annehme. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Achso, okay. Also geht es erst wirklich weiter, wenn wir wirklich die Hauptquests alle erledigt haben. Gut. Das beruhigt mich.
Und ich muss tatsächlich in die Kirche gehen und nicht hier unter seinem Haus. Ich dachte, der hätte die Krypta direkt in seinem Keller. Ich finde das nicht ganz so gut, dass Alvin gerade bei dem Typen ist. Er könnte ihn so ein bisschen in die Scheiße reiten. Das Spiel hat immer so wunderschöne Farbwechsel. Je nach Tageszeit sieht die Umgebung komplett anders aus. Kapelle, hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Rauben wir die mal aus. 4 Goldmünzen. Beauclair weiß. Oder Beauclair. Mittlerer Alkoholgehalt. Bringt mir nicht so viel, ich brauche starken Alkohol. Das andere Zeug ist mir zu schwach. Und da ist der Sarkophag. Speichern, denn jetzt wird's spaßig. Remember me? I do. You chased me, you and your ghastly hunting party. I do still, though chase isn't the word. Why is that? My task is to see destiny fulfilled. Say I believe you. Will you tell me my destiny? Destiny is a double-edged sword. You are one edge, the other is... Gute Frage. Ah, das sind jetzt alles so Sachen, die so ein bisschen das Spiel beeinflussen, je nachdem, welche Antworten man gibt. Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide, der andere ist Tod und Geralt? Nee. Es gibt kein Schicksal, nur Zufall und Wahrscheinlichkeit. Ihr beginnt zu schwafeln, sagt, was ihr zu sagen habt oder verschwindet. Gute Frage, ey. Also tot würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, daher halt mal dein Maul. You babble, ghost. Say your piece or disappear. If I didn't know, I'd think you speak boldly to mask fear. I shall ever be on your trail. Endrian va sauvle otovle. You mock destiny. You mock it and trifle with it. Destiny is a double-edged sword. You are one edge and the other is death? No. It's we who die because of you. Unable to catch you, death contents itself with us. Death stalks you, following in your footsteps, White Wolf. But others die because of you. Ah, kennt ihr noch Leo? Ja, das ist so ein bisschen Geister-Leo jetzt hier. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Sieht aber so aus, als wäre ein Problem, weil er mir ganz schön Damage macht. Also am besten ihn gar nicht zum Zuge kommen lassen. Schön liegen bleiben. Oh oh. Scheiße! Boah, das gibt's ja gar nicht, ey. Der haut ganz schön rein, ey. Also ohne Trank ist das echt schwer machbar. Ich sag nur was zu der Sache, aber erst wenn wir ihn besiegt haben. Meine Güte, ey. Muss echt wieder Tränke brauen. Ich brauche Alkohol, ey, und zwar starken. Das ist mein letzter Schwalbetrank. Ah, okay. Probieren wir es nochmal. Ja. I do. Why? Bla bla. Say you. Jetzt wirst du Messer gemacht. Am besten trifft er mich jetzt gar nicht. Und der Trank, den ich geschluckt habe, war voll für den Arsch.
Ja, bisher hat er kaum Schaden gemacht. Ist ja nicht so, als hätte ich dich vorhin nicht fast geplättet. Verzieh dich, Geist. Ah, roter Metroid. Das ist der zweite. Wenn wir jetzt noch einen finden würden. Und die Main Story, die Hauptquestlinie hier nicht schon vorbei ist. Im ersten Kapitel können wir uns hier schon ein neues Schwert machen. Das wäre echt nicht schlecht. Das sagte unser Tagebuch dazu. König der wilden Jagd. Der König der wilden Jagd erschien wieder. Er stellte mir einige rätselhafte Fragen. Ich bin mir sicher, dass er mir bald wieder begegnen wird. Leo. Ich habe Leos Gesicht wieder gesehen. Diesmal an einem Geist. Das erinnert mich an mein Versagen in den Katakomben von Kaer Morhen. Ja, der König der wilden Jagd. Oder die wilde Jagd allgemein. Darum geht es ja jetzt ganz, ganz groß im dritten Witcher-Spiel. Und in den Büchern spielt die wilde Jagd auch eine sehr, sehr große Rolle. Ich werde vielleicht am Ende des Spiels dazu nochmal was sagen, aber erstmal sind wir hier der Geralt, der Amnesie hat und der nicht viel davon weiß, außer dass er von diesen Geistern gejagt wurde. Und ihr erinnert euch ja ans Intro, wo er durch diesen Wald gerannt ist und zusammengebrochen ist und ihn dann die Hexer gefunden haben. Da wurde er auch von der wilden Jagd gejagt. Und ich kann mal so viel sagen, das sind so eine Art Geisterreiter, die als Omen des Krieges gelten. Und dann immer im Himmel zu sehen sind, wenn der Krieg naht und so weiter. Das mal als ganz oberflächliche Ansicht dessen, was die wilde Jagd eigentlich ist. So, und jetzt gehen wir aber zu Harren Brock, dem letzten Hauptquestgeber, dem letzten Mann, den wir noch überzeugen müssen. Mit dem wir auch noch ein bisschen pokern können. Und der müsste hier wohnen. Oder in dem anderen Haus hier. Ich weiß es nicht. Doch, in dem anderen Haus. Aber wir können ja hier mal reingucken. Was zu klauen gibt es bestimmt. Denn Witcher nehmen alles mit, was nicht nied und nagelfest ist. Raufbolde. Ziemlich viele Raufbolde hier. Ein Schleifstein, sehr gut. Wir können leider die Klingenwaffen nicht mitnehmen, solange wir unsere Fackel dabei tragen, aber was soll's. Wegen der paar Orens renne ich jetzt nicht tausendmal hin und her. Und noch ein roter Schal. Need a buy? Go see Brog. Ja, mach ich gleich. Oh, to drink in the hairy bear, but the city gates are closed. Naja, ich komm schon rein. Get lost. Cursed non-humans. Surprised the earth doesn't swallow them. I'm sleepy. Ihr seid mal ein paar freundliche Gesellen hier. Ich bin dann mal weg. Muss man einfach lieb haben, die Leute. I'm gonna retch. Ja, schnell weg hier. Ich genieße mal die verträumte Atmosphäre im Sonnenuntergang hier gerade. That sword on your back could double as an oar. Wie das Wasser golden erleuchtet wird. Okay. Genug in der Atmosphäre gebadet. Tür zu Harrens Haus. Genau, da wohnt er. Gehen wir rein. Harren Brock. Warum schläft denn er schon? Hast du die ganze Nacht rumgesoffen, ne? Wieder der Anderlinge. Das Pamphlet beschreibt die große Verschwörung der Anderlinge und ihre Ränke im Laufe des Jahrhunderts. Haben wir schon mal gelesen anscheinend. Ah, können wir noch verkaufen. Greetings to the honorable gentleman. You are? Harren Brog, merchant and middleman, at your service. What brings you here, Witcher? What do you have to offer? The Reverend sent you, I presume? Jupp. Of course. Why don't I believe you? Guck halt meine schönen Hände an.